Adobe Photoshop kennt jeder von euch, wahrscheinlich zumindest. Adobe ist jedoch weit mehr als nur ein Anbieter von Grafikbearbeitungssoftware. Über den Erfolg der Creative Cloud und über die Bereiche, die sonst nicht so im Fokus bei Adobe stehen, sprechen wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich bedanke mich bei den Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz. Namentlich sind dies Jan Engelmann, AG, Leon Speth und Fabian Marquardt. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter diesem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Adobe belegt unter den wertvollsten Technologiemarken immerhin Platz 11 weltweit, ist jedoch mit seinem Wert von unter 40 Milliarden Dollar ca. deutlich hinter den größten Marken wie Apple, Microsoft und Google zurück. Auch im Ranking der größten Software- und Programmierunternehmen weltweit im Jahr 2020 nach Umsatz belegt Adobe einen guten 7. Platz mit etwas weniger als 14 Milliarden Dollar Umsatz. Microsoft ist hier allerdings in weiter Ferne an der einsamen Spitze. In dieser Grafik seht ihr den Vergleich zwischen den Unternehmen Salesforce, Intuit, Adobe, VMware und Microsoft und SAP. Die blauen Balken stehen dabei für das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, während der dunkle Balken für die durchschnittliche Gewinnmarge steht. Wir sehen, dass Adobe hinter Salesforce und Intuit das drittgrößte Umsatzwachstum hingelegt hat und gleichzeitig die größte Gewinnmarge ausweist. Dass Microsoft nicht so stark im Umsatz wachsen kann, weil sie in absoluten Zahlen eben schon einen sehr großen Umsatz erzielen, ist klar. Dass aber Adobe sogar eine bessere Marge an den Tag legt, ist umso bemerkenswerter. Bemerkenswert ist außerdem das enorme Umsatzwachstum von Salesforce bei einer sehr kleinen Marge von ca. 3%, während Adobe auf eine Marge von mehr als 21% kommt. Im Bereich der Grafik- und Fotobearbeitungssoftware führt kein Weg an Adobe vorbei. Klar, Photoshop ist hier mit mehr als 35% Marktanteil führend, aber auch Adobe Illustrator ist mit 9% noch vor dem ersten Konkurrenten, nämlich Microsoft mit Visio. Illustrator ist ein Programm, mit dem ihr beispielsweise Flyer und Werbematerialien erstellen könnt oder eben auch Bücher. Photoshop hingegen ist vor allem für die Bildbearbeitung gedacht. Da man in Büchern und Werbematerialien zum Beispiel hin und wieder auch gute Fotos einbindet, ergibt es in der Regel Sinn, mehrere Adobe-Produkte zu besitzen. Zumindest wenn man eben sogenannter Content Creator ist, wie zum Beispiel auch im Fall von einem YouTube-Videoproduzenten, da braucht man auch viele Adobe-Programme. Für diesen Fall bietet sich dann beispielsweise die Adobe Creative Cloud oder die Creative Suite an. Hier hat man per Abonnement die Möglichkeit, sämtliche oder zumindest einige Adobe-Produkte zu nutzen und dafür monatlich einen Preis zu bezahlen. Mit dem Abo-Modell über die Creative Cloud sichert sich Adobe monatliche Einnahmen, die Ihnen bei einem Einmalkauf natürlich verwehrt bleiben würden. Zudem schreckt ein monatlicher kleinerer Betrag, wie zum Beispiel 20, 30 Euro, weniger ab als beispielsweise ein Einzelkaufpreis von ca. 300 bis 400 Euro oder noch mehr. So kann man sich als Nutzer zum Beispiel die Adobe-Produkte einzeln oder im Paket auch mit einem kleinen Geldbeutel wenigstens phasenweise leisten. Die Creative Suite ist dabei sozusagen das Vorgängermodell der Creative Cloud. Die Produkte aus der Suite sind ebenfalls alle in der Cloud enthalten und noch einige darüber hinaus. Außerdem ist Adobe mit der Document Cloud auch im Bereich der PDF-Dateien bzw. Dokumente stark unterwegs. Ich denke, jeder von euch kennt den Adobe Reader. Aber Adobe ist nicht nur in seinem bekannten Terrain, wie eben der Adobe Creative Cloud oder der Document Cloud unterwegs. Mit der Adobe Experience Plattform bieten sie unter anderem mit einem sogenannten Data Science Workspace Zugriff auf diverse Unternehmensdaten weltweit und eine Deep Learning Bibliothek sowie die Möglichkeit der Erfassung von neuen Datensätzen. Dies bietet beispielsweise Potenzial für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder für KI-Anwendungen in Unternehmen und. Auf der Experience Plattform läuft beispielsweise auch der sogenannte Experience Manager, welcher ein Content-Management-System ist. Mit diesem Content-Management-System lassen sich beispielsweise Websites erstellen oder eben andere Inhalte, Webinhalte. Mit Adobe Analytics kann zeitgleich das Verhalten der Nutzer innerhalb dieses Contents analysiert werden. Die KI- und Big Data-Anwendungen von Adobe sind also sehr vielfältig. Daher liegt Adobe auch auf dem 7. Platz mit ca. 3% Marktanteil im Big Data und Analytics Markt 2019. Allerdings weit hinter Microsoft, Oracle und SAP. Auch im Sektor CRM, der sicher eine Schnittmenge mit dem Big Data Bereich besitzt, hier geht es dann um Customer Relationship Management, liegen sie nicht schlecht auf dem 5. Platz mit ebenfalls etwas mehr als 3% Marktanteil. Salesforce ist hier jedoch der klare Branchenführer, deutlich vor SAP. Die CRM-Angebote von Adobe gehören ebenfalls zur Experience Cloud.
Ebenfalls ein Teilmarkt des Big Data Sektors bzw. des Experience Sektors von Adobe ist die Adobe Marketing Cloud, wo unter anderem Adobe Analytics zugehört. Die verschiedenen Automatisierungsmöglichkeiten der Adobe Experience Plattform befördern sie hier auf Rang 2 mit ca. 12% Marktanteil, allerdings noch deutlich hinter HubSpot. Adobe Research ist ein weiteres Angebot von Adobe, bei dem vor allem in Bezug auf Content und Datenintelligenz abgezielt wird. Der Fokus liegt hier auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning, aber auch auf Forschungen zur Virtual Reality, Fotografie, Audio, Visualisierung, Dokumentenintelligenz und Spracherkennung. Also Forschungen zu allen Feldern, in denen Adobe auch Produkte anbietet. Durchaus logisch. Unter den größten Forschungsunternehmen der Welt liegt Adobe Systems hier auf Platz 4 hinter The Nielsen Company und Gartner im Jahr 2019. Insofern ist das schon sehr beachtlich und zeigt, dass Adobe weit mehr ist als nur ein Anbieter von Bildbearbeitungssoftware. Auch was das Thema Cloud angeht, ist Adobe vorne mit dabei. Software as a Service, was hier auch im Titel steht, bedeutet nichts anderes, als dass hier Software angeboten wird, wie eben Photoshop, Illustrator, InDesign und Co., bei der die Software nicht lokal auf einem Rechner installiert wird, sondern eben aus der Cloud abgerufen wird. Hier liegt Adobe 2019 weltweit auf Platz 3 mit ca. 10% Marktanteil, hinter Salesforce und Microsoft. Aber auch unter den iPad-Apps belegt Adobe Platz 7, wenn man die Spiele einmal außen vor lässt, wobei sie deutlich hinter Microsoft und Google mit deren App-Angeboten liegen. Wir vergeben in der Kategorie der Marktposition sehr gute 4 von 5 Sterne. Natürlich kommt Adobe nicht annähernd an die Giganten Microsoft oder auch Salesforce heran, die ebenfalls ein sehr breites Produktportfolio anbieten. Dennoch sieht man gut, dass Adobe mit seinen Forschungs- und Big Data-Angeboten, wie eben auch der Adobe Experience Plattform, in unglaublich vielen Themenfeldern aktiv ist. Wie sich das auf die Kennzahlen von Adobe auswirkt, das sehen wir im nächsten Kapitel. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune. In der Umsatzentwicklung von Adobe sehen wir vor allem seit 2014 einen steilen Anstieg. Das hat vor allem damit zu tun, dass seit 2013 die beliebten Programme Photoshop, InDesign, Illustrator und Co. vor allem über die Creative Suite bzw. die Creative Cloud als Abo-Modell verfügbar machen. Das Umsatzwachstum gestaltet sich dabei regionenunabhängig, was sehr gut ist. Sowohl in Amerika als auch in Europa, Asien und Co. ist ein Umsatzwachstum deutlich spürbar, wenngleich der meiste Umsatz, hier deutlich zu sehen, in Amerika erzielt wird. Wenn wir uns die unterschiedlichen Produkttypen anschauen, dann sehen wir, dass Abo-Modelle den überwiegenden Anteil an Adobes Umsatz ausmachen. Tatsächlich einzelne Produkte, die unabhängig von einem Abo-Modell gekauft bzw. verkauft werden, sind hier unwesentlich. Services, also Dienstleistungen wie beispielsweise E-Learning-Angebote oder eben kostenpflichtiger Kundensupport, spielen sogar mehr Geld ein als die einzelnen Produkte, die nicht über ein Abo bezogen werden. In Zeiten von Netflix, Amazon Prime und Co. ist es definitiv richtig gewesen, bei Adobe bereits seit 2013 auf Abo-Modelle zu setzen. Den größten Umsatzanteil erzielt Adobe weiterhin mit dem Segment Digital Media. Dazu gehören dann eben die Programme wie Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign und Co., die allesamt benötigt werden, um Content wie Bilder, Flyer, Videos und Co. zu erstellen. Darunter fällt beispielsweise auch der Adobe PDF Reader und Creator, der aber mittlerweile eine riesige Konkurrenz besitzt. Wie beispielsweise durch DocuSign. Eine Aktie, die wir hier auf diesem Kanal bereits analysiert haben, verlinkt oben auf dem i und in der Videobeschreibung. Ein weiteres Wachstumsfeld ist hingegen der im ersten Kapitel bereits erwähnte Bereich Digital Experience. Dazu gehören dann verschiedene Content-Management-Systeme, Analyse-Tools und Tools zur Kundenbindung. Auch hier ist die Konkurrenz in Form von Salesforce, Google und Microsoft riesig. Der Bereich Publishing und Advertising hat dagegen im Umsatz sogar noch nachgelassen. Einen wesentlichen Anteil am Gesamtumsatz von Adobe macht der Creative Cloud Umsatz aus. Vor allem die Digital Media Produkte, die wir mehrfach zitiert haben, führen dazu, dass ca. 60% des Umsatzes von der Creative Cloud abhängig ist. Wir sehen, dass die Umstellung auf den fokussierten Vertrieb von Abo-Modellen zunächst im Jahr 2013 und 2014 zu niedrigeren Gewinnen geführt hat. Seitdem ist aber im EBIT, also im operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, ebenfalls ein klarer und deutlicher Aufwärtstrend messbar. Mehr als vervierfachen konnte sich das EBIT seit 2012. Dies ist auch in der EBIT-Marge zu erkennen. Diese lag 2014 übrigens noch bei 10%, in dieser Grafik noch nicht ganz zu sehen. Mittlerweile liegt sie aber bei
aber über 30%. Das Unternehmen ist also deutlich profitabler geworden. Die Fremdkapitalquote ist leicht gestiegen, von ca. 40% auf etwas unter 50%, an und für sich aber nicht besorgniserregend hoch. Den Erfolg der Creative Cloud hatten 2014 anscheinend schon viele Anleger vorhergesehen. Trotz des niedrigen Gewinns damals war der Aktienkurs sehr hoch, was sich in dem KGV von über 130 wiedergespiegelt hat. Danach, auch aufgrund der steigenden Gewinne, sank das KGV zuletzt auf unter 40. So gesehen ist die Aktie im Vergleich zu damals verhältnismäßig günstig, wenngleich der Kurs sehr stark und konstant in den letzten Jahren gewachsen ist. Zusammen mit dem Umsatz hat Adobe seine Ausgaben für Vertrieb und Marketingaktivitäten erhöhen können. Wir sehen, dass im Jahr 2013 und 2014 keine übertrieben starke Erhöhung der Marketingausgaben zu sehen ist. Ihre Produktumstellung und stärkere Bewerbung hin zur Creative Cloud wurde also nicht überdurchschnittlich hoch werbetechnisch begleitet. Erst durch die stark wachsenden Umsätze im Nachgang konnten die Marketingausgaben dann im Zeitverlauf extrem stark erhöht werden. Und im Vergleich zwischen 2013 und 2020 sogar letztendlich mehr als verdoppelt werden, was für das Wachstum von Adobe extrem wichtig ist. In dem Zusammenhang konnten auch die Forschungs- und Entwicklungsausgaben gesteigert werden. Diese sind vor allem für die Entwicklung der Digital Experience Sparte sehr wichtig. Mehr als 2 Milliarden Dollar wurden hier im Jahr 2020 für die Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das ist immerhin mehr als 10% des gesamten Umsatzes. Für das Marketing wurden 2020 sogar mehr als 3 Milliarden Dollar ausgegeben, was beinahe 25% des Umsatzes sind. Adobe ist also in der Lage, kräftig die Werbetrommel zu rühren, zu entwickeln und gleichzeitig noch sehr gute Margen zu erzielen. Das ist mir in der Bewertung der Kennzahlen 4,5 von 5 Sterne wert. Und damit wären wir bei den Risiken von Adobe. Das erste Risiko liegt klassischerweise in den Cyberangriffen. Der ehemals beliebte Adobe Flash Player, mit dem Programme oder Videos im Web abgespielt werden konnten, wurde von Adobe 2020 offiziell eingestellt und das Unternehmen empfahl dringend, den Adobe Flash Player von sämtlichen Rechnern zu deinstallieren, aufgrund von Sicherheitslücken. Auch PDF-Dateien werden häufig für Cyberangriffe genutzt. Insofern sieht man im Falle des Flash Players schon sehr stark, Sicherheitslücken können einzelne Produkte von Adobe stark gefährden. Die häufigsten Angriffsflächen sind aber natürlich weiterhin die klassischen Excel- oder Word-Dateien, also Office-Anwendungen, klassischerweise die Dateien, die häufig auch in Firmen verschickt werden. Insofern bewerte ich die Schadenshöhe hier mit 3 relativ gering, ansonsten wäre Microsoft wahrscheinlich schon pleite, wenn die Auswirkungen wirklich größer wären. Aber die Anbieter müssen ihre Produkte natürlich immer auf dem Laufenden halten, da Cyberangriffe stetig zunehmen. Daher liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass hier Probleme auftreten werden, bei 80%. Das zweite Risiko ist die Konkurrenz von Adobe. In ihren Kernprodukten, die in der Creative Cloud vereint sind, hat Adobe wenig nennenswerte Konkurrenz. Das ist schon mal sehr gut. Im Bereich der Document Cloud, also dem Angebot, wo zum Beispiel Adobe Reader für PDF-Dateien enthalten sind, ist die Konkurrenz jedoch riesig. Auch in ihrem KI- und Big Data-Bereich namens Digital Experience ist die Konkurrenz mit Amazon, Oracle, Microsoft, HubSpot, Salesforce oder Shopify sehr groß. Der Gesamtmarkt hier verträgt natürlich bei seiner immensen Größe diese Menge an Wettbewerb schon. Dennoch ist hier das Wachstum extrem konkurrenzgetrieben und bei weitem nicht so komfortabel, wie es im Fall von Adobe beim Wachstum der Creative Cloud ist. Die Frage, ob Adobe im Experience-Bereich weiterhin so stark wachsen wird sicher elementar für das Kurswachstum von Adobe sein. Aufgrund des ursprünglichen Kernsegments der Creative Cloud, in der sie eine tolle Position besitzen, schätzen wir hier die Schadenshöhe auf 5 und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass die Konkurrenz stärker wachsen wird, auf 50% ein. Viele Programme von Adobe werden auf dem klassischen Computer, also auf dem PC, genutzt. Klar, Video- und Bildbearbeitung ist am PC noch wesentlich komfortabler für den Anwender als auf dem Tablet oder auf dem Handy. Allerdings tut sich hier auch, vor allem bei Apple, eine Menge Konkurrenz auf. Beispiele sind Programme wie Affinity, Photoscape und Co. Auch wenn Adobe seine Produkte natürlich auch auf den iOS-Geräten anbietet. Auch auf Android-Geräten gibt es zunehmend mehr alternative Software. Android ist ja grundsätzlich auch etwas freier mit seinem Play Store-Angebot im Vergleich zu Apple. Gleichzeitig liegt hier in der mobilen Anwendung natürlich auch ein großes Umsatzpotenzial, was Adobe abschöpfen könnte mit seinen Abo-Modellen. Insofern ist die Schadenshöhe hier mit 7 sehr hoch geschätzt, während die Eintrittswahrscheinlichkeit bei 30% liegt, da Adobe hier einfach durch seine Markenbekanntheit einen gewissen Vorteil hat. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Risiken 4,5 von 5 Sterne. Die Kernstärke, die die Risiken abfedert, ist ihre starke Position im Kernsegment der Creative Cloud. Nichtsdestotrotz, wenn es um das Wachstum geht, ist die Experience-Plattform von Adobe starker Konkurrenz ausgesetzt, die das Wachstum bremsen könnte.
Bevor wir zur Prognose kommen, habe ich noch eine wichtige Bitte an euch. Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und habe auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten oder anderen Unternehmen. Ihr unterstützt mich also einzig und allein damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder eben den Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der den Kanal hier in den vergangenen Monaten so stark supportet hat und sage Dankeschön, dass ihr da seid. Generell sieht es für das Geschäftskundensegment, also der Markt für IT-Unternehmensanwendungen, für Adobe bis 2022 sehr gut aus. 2020 durch Corona konnte der weltweite Markt erstaunlicherweise hier kaum wachsen. Bis 2022 soll der Gesamtmarkt jedoch auf beinahe 600 Milliarden Dollar ansteigen. Sicher, Grafikbearbeitungssoftware ist im Kern sicherlich nicht so weit verbreitet wie die diversen Office-Anwendungen von Microsoft. Dennoch sollte auch Adobe von diesem Trend profitieren, beispielsweise auch mit ihrem PDF-Angebot. Das Thema Content Management, bei dem sie auch vor allem mit ihrer Digital Experience Plattform aktiv sind, ist jedoch tendenziell eher am Stagnieren. Hier bleibt der weltweite Umsatz laut Apps Run the World bis 2024 relativ konstant bei knapp über 40 Milliarden Dollar Umsatz weltweit. Großes Wachstum wird jedoch parallel dem Segment der Marketing Automation prognostiziert. Hier soll der Umsatz von 6 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 16 Milliarden bis 2025 ansteigen. Dies betrifft ebenfalls den Bereich Digital Experience bzw. die Adobe Experience Cloud Plattform. Hier liegt also enormes Potenzial, wenngleich wir bereits mehrfach erwähnt haben, dass die Konkurrenz hier immens ist. Zeitgleich scheint der Markt für Grafikanwendungssoftware, allen voran der Markt für CAD und CAM-Software, weiter zu wachsen. Von unter 8 Milliarden Dollar auf über 8,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023. CAD oder auch CAD und CAM, auch CAM-Software, wird vor allem für technische Zeichnungen beispielsweise im Handwerk oder in der Industrie eingesetzt. In dieser Grafik sieht man auch ganz schön, dass Animationen und Modeling hingegen eher einen winzigen Umsatzanteil ausmachen, während Digital Video, also Videoschnitt und Erstellung und Imaging, hinter der CAD und CAM-Software die größten Balken besitzen. Insgesamt wächst der komplette Markt bis 2023 sehr leicht. Der Gesamtmarkt Software as a Service, also die Nutzung von Software über die Cloud, legt ebenfalls 2021 und 2022 wieder kräftig zu. Bis 2022 soll hier an der 150 Milliarden Dollar Umsatzmarke im Markt geknabbert werden. 2017 waren es gerade einmal 60 Milliarden Dollar. Mehr als 150% Wachstum im Markt in 5 Jahren sind schon enorm. Da Adobe diverse Cloud-Produkte anbietet, könnten sie wahrscheinlich auch davon profitieren. Zu guter Letzt, um so ein wenig auch den Prognosegehalt bewerten zu können, schauen wir auf eine Statistik, die erklärungsbedürftig ist. 2017 hat Adobe veröffentlicht, dass sie bis 2024 mit ca. 19 Millionen Nutzern weltweit in der Creative Cloud rechnen. Also 19 Millionen Abonnements, die Software aus der Creative Cloud beziehen. Deswegen auch das Sternchen in der Grafik bei 2024. 2020 sind es jedoch bereits mehr als 21 Millionen Menschen, auch befördert durch Corona, während es 2019 schon immerhin mehr als 17 Millionen waren. Insofern das Ziel von 2017 wurde bereits 4 Jahre früher übertroffen. Das zeigt zum einen, wie rasant sich der Markt verändern kann, also sowohl positiv als auch negativ, dass aber der Markt auch schon relativ gut gesättigt ist, durch die Angebote von Adobe zum Beispiel. Wie viel mehr Wachstum hier noch im Kernsegment möglich ist, ist eine entscheidende Frage. In der Prognose für Adobe haben wir festgestellt, dass es im Sektor der Digital Experience im Bereich der Marketing Automation eine Menge Wachstumspotenzial, aber auch Konkurrenz gibt. Das wird ein entscheidender Faktor in den Wachstumsaussichten sein. Ihr Kernsegment Digital Media mit der Creative Cloud sieht ein leichtes Wachstum vor, was sicher eine positive Grundnote bietet. Hier haben sie ihre Ziele aus 2017 bereits jetzt übertroffen und es stellt sich schon die Frage, ob dieses Kernsegment alleine für ein ordentliches Wachstum ausreicht. Daher vergeben wir relativ verhaltene 3,5 von 5 Sterne für die Prognose. In der Marktposition haben wir aufgrund der Creative Cloud und aufgrund ihres breiten, aber durchaus konvergenten, das heißt untereinander gut kombinierbaren Produktangebotes 4 von 5 Sterne vergeben. Für die Kennzahlen erhielt Adobe aufgrund des starken Umsatz- und Gewinnwachstums ebenfalls sehr gute 4,5 von 5 Sterne. Weltweit aktiv, eine starke Marke im Kernsegment, dies führt bei den durchaus vorhandenen Risiken zu einer ebenfalls sehr guten Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. In der Prognose erhielt Adobe dann abschließend ebenfalls optimistische 3,5 von 5 Sterne.
Im Durchschnitt erhalten wir also 4,125 Sterne, die wir auf 4 Sterne abrunden. Meine persönliche Meinung zur Adobe-Aktie: Tatsächlich habe ich die Adobe-Aktie über einen relativ langen Zeitraum, nämlich 2 Jahre, regelmäßig monatlich per Sparplan bespart. Ich nutze zum Beispiel für die Erstellung meiner Videos, Thumbnails, Grafiken und Co. natürlich eine Menge an Adobe-Produkten. So richtig führt bei solchen Tätigkeiten kein Weg an Adobe vorbei, was natürlich dazu führt, dass man auch einen gewissen Bias auf Adobe aufgebaut hat. Der Move, dass sie ihre Produkte fast ausschließlich in die Creative Cloud vermarkten, ist sicherlich Gold wert gewesen. Allerdings frage ich mich persönlich schon, wie sie dieses Wachstum so fortführen können und sehe da vor allem die Digital Experience Sparte in der Pflicht, um weiterhin derart gut im Wert wachsen zu können. Daher baue ich aktuell keine weiteren Positionen auf und halte die Aktie nur noch. Ich möchte jetzt hier erst einmal abwarten, wie sich die weiteren Segmente von Adobe entwickeln. Auch wenn wirklich nur zaghaft Konkurrenz in den Kernsegmenten erscheint, wie beispielsweise durch DocuSign, die vor allem beim Thema digitale Unterschriften und Signaturen das Tempo anziehen, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie in vielen Bereichen neue Konkurrenz, vor allem im mobilen Sektor, bekommen. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche ETF-Analyse wir in der kommenden Woche machen sollen. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.